damit werde ich nicht glücklich. Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Ungeschminkt. Heute geht es um Schuhe. Der Frühling kommt, wir brauchen neue, brauchen wir nicht. Wir wünschen uns neue Schuhe und ich habe mich so ein bisschen leiten lassen von Glamour. Der sagt, was ist der Trend von 2022 und bin dann direkt zu ASOS und habe nochmal geguckt, welche diese Schuhe Glamour mehr oder minder widerspiegeln. Ich habe ein paar Schuhe gefunden, die ich euch jetzt präsentieren möchte. Das Video wird hoffentlich nicht zu lang, weil es tatsächlich 16 Paar Schuhe sind. Ich versuche mich kurz zu halten, wirklich kurz zu halten, aber we need to talk. Es ist viel bunt, viel Plateau, auch Flaches ist dabei, einfach Crossover, alle möglichen Jahre, Jahrzehnte, Epochen, wenn ich fast so übertrieben sage, sind so ein bisschen eingebunden und jeder sollte da drin sich schon wiederfinden. Ich denke, dass für jedermann was dabei ist. Ich ziehe sie einfach mal an und ihr bewertet das dann am Ende, was ihr mögt und was ihr nicht mögt. Ich habe vielleicht ein paar Favoriten, aber die verrate ich euch nicht. So, los geht's. Wir haben jetzt hier ein paar Schuhe. Ich werde jetzt mal einfach den ersten zeigen. Das sind die ersten paar Schuhe, die ich jetzt euch praktisch präsentieren werde. Die passen relativ gut zu Röcken, Hosen, ganz toll zu Jeans. Ich sehe das eher als Freizeit, als Party-Schuhe, wo man bequem drauf laufen kann, ohne dass man lange oder relativ schnell Schmerzen bekommt. Je nachdem, wie geübt man halt ist, hohe Schuhe anzuziehen. Das sind die Schuhe, die sind schon sexy. Ich werde euch trotzdem raten, eine Größe größer zu holen. Nach Bewertung sollten die Schuhe passen. Das ist trotzdem das Gefühl, dass meine Zehen so rausrutschen. Es ist fast bequem da drin zu laufen. Ich muss sagen, hier hinten das hier drückt ziemlich doll auf die Achillessehne. Dennoch finde ich diesen Schuh sexy. Für wenig Geld, modisch, was auch bedeutet, dass man auch Schuhe sich ein bisschen leisten kann und dennoch schick zu sein. Ich finde sie ganz cool. Machen wir direkt weiter. Hier mal ganz eine andere Farbe, so ein bisschen grün. Ich zeige euch die mal. So ein bisschen grün-grau. Genau, das ist auch so ein Plateau, hat auch einen ziemlich dicken Absatz. Fast bequemer drauf zu laufen als das erste Paar. Hier auch eine Schuhgröße größer holen. Ich habe keine Ahnung, warum 39 so klein aussieht. Das sind teilweise aber auch englische Größen. Und vielleicht sollte man da statt 6, glaube ich, 39 UK, sollte man vielleicht die 7 holen. Bei mir wäre es besser gewesen, aber ja, auch bequem, kann man auch super zu Röcken anziehen, das sehe ich eher mit einem Rock, vielleicht auch mit einer Hose, da fand ich die andere eher schöner zu einer Hose, aber die sehe ich, ist ja egal wozu ich das sehe, denn letztendlich sollte man mit den Sachen, die man im Schrank hat, kombinieren. Und das ist eine relativ schlichte Farbe, genauso wie die andere, dass man eigentlich relativ viel dazu anziehen kann. Sei es jetzt schwarz dazu, weiß, grau. Ich würde es am besten zu weiß anziehen oder ja auch zu Jeansblau wird es auch noch gehen. Aber dann that's it, also zumindest für mich. Wie gesagt, zu klein. Ich habe keine Ahnung, ob meine Füße gewachsen sind über Nacht, aber die hier sind mir zu klein. Weiter geht's mit den T-Strap-Schuhen. Da habe ich mich ja mal gewagt, eine ziemlich hohe zu holen. Mit eigentlich relativ coolen Absatz. Es hat nämlich einen Dreieckabsatz, kommt mir wieder näher dran, hat einen Dreieckabsatz und hat hier den Trenner. Das ist unter anderem auch Trend dieses Frühjahr. Diese Paar Schuhe jetzt für mich. Wie gesagt, ich glaube, die sind mir alle zu klein zum größten Teil, die aus UK kommen, weil die Größe 6 nicht ganz 39 entspricht, wie es aussieht. Aber diese Zehentrenner, der drückt dermaßen bei mir. Nee, damit werde ich nicht glücklich und egal welche Seite ich klicke, damit werde ich nicht glücklich. Direkt mal zum nächsten Schuh. Hier habe ich noch einen weiteren T-Strap-Schuh. Ich habe keine Ahnung, mir tut das hier vorne einfach weh. Ja, auf jeden Fall ist es noch ein T-Strap-Schuh.
der mir auch wiederum ein bisschen klein vorkommt, ist wieder eine UK-Größe. Hat so ein bisschen mehr Volumen, 3D. Ich komme wieder mal näher. Hat praktisch hier so eine Art ausgepolsterte Seite. Ist von ASOS tatsächlich. Ich glaube, alle waren bisher von ASOS Design. Ne, die passen mir nicht. Die drücken vorne wieder. Mit diesem C-Treller bin ich bisher noch nicht so glücklich geworden. Für die Auswahl, die ich jetzt hier getroffen habe. Und machen wir direkt mal mit dem nächsten weiter. Wie gesagt, ich verlinke euch alle Schuhe unten in der Beschreibung. Ihr könnt alle Schuhe mit den Artikelnummern und Farbe, werde ich euch unten einfach verlinken. Wer doch mal Bock drauf hat, die mal zu sehen oder vielleicht sogar zu bestellen, findet ihr unten. Hier ist ein T-Shirt ohne T in Neon, also wer sehr gerne auftragen will, kann damit auch punkten. Hat wieder so einen Dreieckabsatz, geometrischen Absätze, die relativ jetzt Mode sind. Das sehe ich bei vielen Schuhen so. Ist bequem, mehr als die anderen. Ich sehe mich aber auch da drinnen nicht wirklich lange laufen. Ich habe gedacht, dass ich relativ coole und bequeme Schuhe geholt habe, weil ich habe auch hochhackige oder höhere Absatzschuhe, die bequem sind, aber die sind alle nicht bequem. Bisher sind sie nicht bequem. Ich mag aber die Farbe ganz gerne, weil ich gerne auch mal so was anderes haben mag. Mal was anderes. Aber die Kombination Farbe und Schuh ist halt nun mal, sollte passen, tut es in dem Fall auch nicht. Passt auch insofern nicht ganz zu dem, was ich mir vorgestellt habe. Aber das sieht jetzt in der Kamera orange aus, aber es ist Neon. Ne? Die Bilder im Katalog sehen auch orange aus und am Ende sind das Neon-Orangene. Also Vorsicht, wer keine Neon-Orangene mag. Let the party start on a Saturday night. Das sind die Partytreter, die ich herausgesucht habe. Es gab natürlich auch plenty, also eine Menge. Fand ich die aber ganz außergewöhnlich und deswegen habe ich die mal bestellt. Das ist eine pinke mit goldenen Nieten. Und ist hinten zu, halb zu und offen halt. Ne? Also als würde man so reinstippen, aber trotzdem hat man noch den Enkel abgebunden. Ist ganz cool, darauf zu laufen. Ein bisschen unsicher mit dem hier. Also es ist beim Laufen, wenn man die Füße, die Zehen ankrallt, kein Problem. Schöne hohe Absätze. Wer hohe Absätze mag, wird damit Freude haben. Ich für mich würde die Schuhe, wie gesagt, auch mit eher Abendgarderobe sehen, partymäßig, wo man halt abgrooven kann. Man muss auf jeden Fall hier mit sicher sein, weil das ist wirklich hier lose. Und wenn man nicht aufpasst, kann man sich tatsächlich wirklich wehtun, indem man umknickt und das will man nicht. Mein Schrank wird diese Schuhe nicht schonen, sondern wird wieder zurückgehen zur Mama. Machen wir direkt mit dem nächsten weiter. Weiter geht's mit dem nächsten Trend namens Touch Me. Ich gehe davon aus, dass dieses Touch Me bedeutet, dass es auch so ein bisschen voluminöser ist. Ich habe mir jetzt diesen hier ausgesucht, weil ich die Farbe ganz toll fand. Die passt super zu Blau, super zu Jeans und auch zu Weiß und relativ schlicht und leicht. Das kann sogar sein für Leute mit ein bisschen breiteren Fuß, die passen auf keinen Fall da rein. Auf keinen Fall, weil ich habe mittleren ist schmal und ich musste mich auch gerade da reindrängen, aber dafür passt das in der Größe. Dennoch ist, wie gesagt, Breitfuß oder alle mit einem breiten Spann oder hohen Spann könnte es schwer haben, die hier rüber zu ziehen. Dennoch finde ich sie bequem. Ich mag den Schuh, ob er bei mir Einzug hält, bin ich mir noch nicht sicher, gehört auch zu den Favoriten. Ja, bequem. Touch Me, die zweite. Ich muss euch das mal näher zeigen. Der ist jetzt hier auch ausgepolstert, drückt soweit auch nicht, hat diesmal aber einen schmalen Absatz. Der andere hat einen bisschen breiteren. Ich finde die ganz cool. Es ist anders. Ich kenne zum Beispiel keine Schuhe, die vorne ausgepolstert sind. Deswegen macht das hier das nochmal ein bisschen interessanter. Und den Absatz mag ich auch. Der ist nicht zu hoch. Dieses Paar Schuh
gehört auch zu den Favoriten. Ideen, wozu man es anziehen kann, plenty. Aber einer mit den orangenen davor bequemsten Schuhe bisher. Die Schnüren kommen zurück. Unter anderem als High Heel für den Sommer, auch Abendgarderobe, aber genauso auch Freizeit. Um ein bisschen näher zu zeigen, so ein bronzenfarben, rötlich, bräunlich, metallisch geholt. Und das ist ungefähr, wie es geschnürt aussieht. Muss man mögen. Manche mögen keine Schnüren. Man kann sie hochschnüren, runterschnüren. Es gibt unterschiedliche Schnürtechniken. Ich habe einfach jetzt die einfachste genommen, um einfach euch nur mal zu demonstrieren, wie es geschnürt aussieht. Es gibt, wie gesagt, zig Möglichkeiten. Ich finde es auch relativ sexy, weil man kann das schön zu einem langen Kleid mit Schlitz tragen, bis hier oben gehen kann. Ich kann damit gut laufen. Es ist jetzt kein Schuh, wo du sagst, du musst jetzt stundenlang damit durch die Stadt rennen. Aber es ist ein Schuh, wo man sagt, man kann abends damit rausgehen. Es sollte auf jeden Fall warm genug sein, weil man friert sonst. Es ist was Schlichtes, es passt zu allem. Vielleicht nicht unbedingt zu Hochzeiten, aber es passt zu allem. Und Schnüren, lasst euch kreative Muster dazu einfallen, wie man am besten den Schuh schnüren kann. Machen wir gleich mit dem nächsten weiter. Grün, geschnürt, sexy, neue Art Absatz. Muss man wieder ein bisschen näher kommen. Ich finde die Farbe ganz cool. Ich mag dieses Retro-Grün ist das. Der ist Lack. Die Schuhe passen soweit auch. Obwohl die hoch sind, finde ich es jetzt nicht unbequem. Und durch die schmalen, also die Schnüren, die nicht so breitflächig sind, drückt das auch nicht so krass, wie ich dachte. Und dann sehe ich auch breite, kurze Hose bis hierhin, so Art Knickerbocker. Dazu passen sie super. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dieses Paar Schuhe zum Beispiel, anders zu den anderen, finde ich, passen eher zu einer Hochzeit aufgrund der Farbe. Die Farbe ist auf jeden Fall besser einzusetzen in fröhlichen Feiern wie Hochzeiten, Verlobungen, anders als die andere, finde ich. Wenn man halt gerade vorhat, auf eine Feier, Hochzeit oder sonstiges zu gehen, könnte dieses eine optimale Möglichkeit sein, ein Schuhwerk auszusuchen. Ich zähle die mit zu den Favoriten. Und mir gefallen sie ganz gut. Ob sie da bleiben oder nicht, lasst euch überraschen. Diese Art Schuhe nennt man Naked Heel. Die kriegen den Titel aufgrund, dass sie nur minimal zu sehen sind, recht reduziert daherkommen. Und ich habe mir hier so eine schöne Nude-Farbe ausgesucht. Eine meiner übrigens, die zu Hochzeit passt, die Party, also Freizeit eher weniger. Ich denke mal, dass man, wenn man vielleicht schön abends essen geht, das auch noch zupassen würde. Aber dass man sagt, man geht damit in die Stadt, sehe ich nicht so. Sehr schick, sehr elegant, auch einfach um gemütlich drauf zu laufen, kann man auch schöne Schritte draus machen. Und sind schön fest am Fuß und sehr leicht. Ich finde, man kann super darauf gehen. Das ist so die Farbe. Wie gesagt, im Video ist es immer ein bisschen heller und das ist wirklich puderfarben und das ist so der Vergleich zu meiner Hautfarbe. Sehr schick. Ein weiterer Naked Schuh. Eher transparent. Sexy Cinderella. Das ist eher so ein Aschenputtel-Schuh. Der gläserne Schuh. Ja, ich ziehe den erstmal an. Das ist wirklich ein Naked-Schuh. Also man sieht gar nichts, überhaupt nichts. Kaum die Sohle, noch die Schnüre hier, noch den Halt oben, praktisch die Schnalle. Wirklich naked. Das ist nichts, wo man groß sagen kann, man sieht einen Schuh. Außer auf der Sohle, wenn man ein bisschen laufen kann. Ich hatte ja so den nudefarbenen, puderfarbenen im Kopf gehabt, aber dieser hier ist sehr elegant, sehr zurückhaltend, sehr minimalistisch. Der ist sehr schön und sehr zurückhaltend. Den sehe ich auch tatsächlich auf Partys, als auch auf festlichen Anlässen, Hochzeit und so weiter. Ne? Hatte ich schon genannt. Ganz bequem drauf zu laufen. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört, ist durch die Neigung hast du hier den Knick und der Knick ist genau über diese Halterung, was dazu führen kann, dass man so ein bisschen sich die Sehnen eindrückt beim Abknicken, beim Laufen. Daher schwierig. Schuhe ist echt schwierig bei mir. Es ist auch mal so Stimmungssache vor allem. Wie gesagt, das ist nochmal ein Naked Schuh für festliche Anlässe. Perfekt. Jetzt kommen wir zu den bequemen, sprich flachen Schuhen. Und ich habe hier so, man nennt sie glaube ich Pointies, aber die Pointy sind glaube ich komplett geschlossen. Ich habe jetzt eher die Slipper-Variation. Mir passen die Schuhe oder mir gefallen die Schuhe irgendwie nicht vom Tragekomfort. Da kann ich bequemere
Und daher zeigt euch die mal nochmal von Nahen. So sieht die Schuhe vom Nahen aus. Hat noch eine Schleife hier oben und ist gewebt. Mir selber gefallen sie jetzt gar nicht, aber mein Geschmack ist nicht Geschmack aller Menschen. Hier sind weitere Slippers. Meine Füße hören hier vorne auf, also Luft nach vorne und sehr bequem, ist auch eher für Röcke, aber auch lange Röcke. Lange Röcke gar nicht, obwohl das so vorne geschlossen ist. Ich würde sagen, so längere Hosen oder Capri-Hosen, dafür finde ich sie ganz toll. Sie sind bequem zu laufen. Ich weiß halt nicht, ob jetzt die 20-Jährigen jetzt sagen, ich hole mir jetzt solche Schlipper, aber es gibt auch noch 30-Jährige bzw. 40-Jährige, mich und die finden das ganz cool und je nachdem wie man das halt stylt, ist immer alles cool, ist immer eine Sache, immer im Auge des Betrachters und daher alles ist möglich, muss aber nicht jedem gefallen. Ich finde nur, ich habe das Problem, dass mein Fuß da drin aussieht, als wäre es 5 Meter lang. Trägt sich aber trotzdem schön. Diesmal ist es Velour von Office. Gehört nicht zu meinen Favoriten, um es genau zu sagen. Kein Favorit von mir. Slipper Nummer 3. Ja, mit ein bisschen Gold obendrauf. Da sehe ich tatsächlich auch die 20-Jährigen mitlaufen. Ich zeige nochmal die Applikation drauf, ob es unbedingt dieses Modell wird von Aldo oder ein anderes. Dennoch sehe ich euch drin und ich sehe auch, dass es vermehrt angezogen wird. Und wie es mit allen Mode ist, man muss sich erstmal daran gewöhnen und dann denkt man, was hatte ich denn für ein Problem früher gehabt damit? Gefällt doch einem super oder steht mir toll oder warum habe ich nicht früher das angezogen? Und so wird es mit diesen Schuhen hier auch sein. Ein paar Schuhe habe ich noch und dann bin ich tatsächlich durch. Wow. Mega. Ich habe hier nochmal Slippers von ASOS Design. Haben wieder Gold oben drauf. Ist mit einer goldenen Schnalle diesmal. Ein bisschen auch verspielt. Und ich finde die Sohle, weil die aus Kunststoff besteht, Badeschuh-Richtung. Zudem ist dieser Schuh mehr für breitere Füße. Ich rutsche mich fast durch. Dennoch im Sommer Schuhe anziehe, dass ich lieber breitere anziehen würde, aufgrund dessen, dass der Fuß durch die Hitze anschwillt und sonst alles andere einem zu eng wird. Heißt, Leute mit breiten Füßen, seht euch vor, wir mit den schmalen Füßen klauen euch noch die Schuhe weg. Solange noch kein Sommer ist, ist es manchmal schwierig drin zu gehen, man muss aufpassen, dass du den Schuh nicht verlierst. Keiner meiner Favoriten leider. Da, das ist euers. Bin ich in Schwitzen gekommen, das waren 16 Paar Schuhe, die ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, es war nicht zu lang und nicht zu ausführlich, aber ich musste einfach dazu Kommentare geben und auch meine Meinung und meine Erfahrungen euch äußern. Daher seht mir es vor bitte, dass es nicht zu lang ist. Hoffentlich, ich muss beim Schneiden gucken, dass ich das nicht zu in die Länge ziehe. Werden wir mal sehen. Ich hatte aber trotzdem Spaß gehabt, mal das anzuziehen, was früher Sommer tatsächlich 2022 Trend sein soll. Ich bin nicht mit allem zufrieden, manche Sachen fand ich doch gut, letztendlich liegt es auch ein bisschen an mir, was zu dem Trend gehört und welche Schuhe ich tatsächlich bei ASOS oder sonst wo aussuche. Dennoch, wenn man tatsächlich sich strikt an diese Trend halten will, sind es gar nicht so viele Möglichkeiten. Dennoch, denke ich, findet man welche. Ich hatte auf jeden Fall Spaß gehabt, euch diese zu zeigen. Hab, wie gesagt, auch meine Favoriten. Mal schauen, ob sie tatsächlich bei mir bleiben. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt und ein paar Ideen, ein paar Anregungen, was der Sommertrend, wie es aussehen soll und was du damit machst. Bin ich gespannt, lasst mir Kommentare da. Für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, vergesst nicht, die Glocke anzumachen, zu abonnieren und ein Like dazulassen. Mit dem Like kann ich nur wachsen. Daher freue ich mich um jeden Abo. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Macht es gut, habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb, ich freue mich, euch auf jeden Fall bald wiederzusehen mit irgendwelchen neuen Ideen. Ich spinne schon ein paar, es ist manchmal ein bisschen schwierig umzusetzen, da ich einen Job habe, 9 to 5 und noch einen zweiten Kanal, ist es manchmal schwierig, alle Woche was zu posten. Deswegen versuche ich das im Schnitt immer alle 2 Wochen was zu machen. Bleibt mir trotzdem treu. Sonst kommt mich auf Insta besuchen. Da blinke ich hier immer noch mal meine Adresse ein. Da freue ich mich auch, wenn ihr mich ein bisschen begleitet. Ab und an kommt auch da was. Jeder, der ein YouTube-Video macht, weiß, dass es nicht so einfach ist. Dennoch, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr da seid. Ich freue mich, wenn ihr da bleibt. Ich freue mich, wenn ihr mich teilt, mich empfiehlt an Freunde. Folgt einmal aufhören zu reden. Bis bald, eure Andrea aus Hamburg. Ciao.